Ich freue mich. Kamera läuft. Licht passt irgendwie. So, 1, 2, check, check. Servus Leute und willkommen auf meinem Kanal. Willkommen beim allerersten Video. Naja, es gibt noch ein anderes, World of Coffee, Aftermovie, wenn ihr es noch nicht angeschaut habt, gönnt's euch. Voll Emotionen, Bilder, bam, 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 Eskalation. Schaut's euch an. Ich mache kurz eine Introduction von mir. Mein Name ist Tobi, ich arbeite als Barista. Ich warte schon Ewigkeiten darauf und bereite Sachen vor mit Kamera und Gedöns und jetzt komme ich endlich dazu, dieses Konzept euch vorzustellen. Es ist sowas von simpel. Ein Tasting. Was für ein Tasting? Coffee Tasting, Kaffee Tasting, das Thursday Tasting. Thursday Tasting? Tasting Thursday. Thursday Tasting heißt es genannt. Der Sinn hinter diesem Thursday Tasting ist, dass wir regelmäßig über Kaffee sprechen. Soll heißen, ich werde hier verschiedene Kaffees verkosten und wir werden drüber sprechen. Wir werden viel Spaß haben. Ich habe mega oft mit Leuten gesprochen, die Kaffee lieben und ich sie dann gefragt habe, hey, was ist denn so euer Lieblingskaffee? Ja, dieser oder jener. Da sag ich, cool, nach was schmeckt der? Was hat der so für Geschmacksprofile? Ja, nach Kaffee. Wir sprechen zu wenig über Kaffee, wir sprechen zu wenig über Specialty Coffee. Als ich in diese Specialty Coffee Szene reingerutscht bin und angefangen habe, Kaffees zu probieren, die anders schmecken als einfach nur Kaffee, war ich völlig geflasht, was es da unterwegs ist. Habt ihr gewusst, wie krass Kaffee schmecken kann? Es ging los, dass ich tausende Kaffees probiert habe. Ich habe mir für daheim was geholt, Notizen gemacht, wie schmeckt der, was finde ich an dem besser als an dem anderen. Verglichen, probiert. Und irgendwann bin ich an den Punkt angelangt, wo ich gesagt habe, eigentlich soll die ganze Scheißarbeit, die ich hier mühselig mache, ins Internet. Wenn du irgendwas machst, wo du irgendwie denkst, grenzt schon ein bisschen an Wahnsinn, was du da machst, dann packst du ins Internet. Hat meine Großmutter schon immer gesagt. Junge, YouTube ist die Zukunft für Bullshit. Hier habe ich geglaubt, jetzt bin ich hier. Coffee Tastings, auch genannt Cuppings, sind Verkostungen von Kaffee, wo man speziell sich darauf konzentriert, herauszufinden, wie schmecken verschiedene Kaffees im Vergleich zu anderen. Das Wichtigste, wenn man Kaffee probieren will, ist, dass man einen Referenzwert hat. Geht mal in den Supermarkt, holt euch 3 verschiedene Äpfel. Ihr werdet in den ersten reinbeißen und im ersten Moment, boah, ist der sauer, aber dann greift ihr in den zweiten Korb. Packt euch den zweiten Apfel, ihr habt natürlich davor gezahlt, beißt rein und denkt, oh, ist der sauer. Beißt wieder den ersten und denkt, oh ja, der ist ja mega, die Säure ist gar nicht mehr da. Warum? Weil ihr auf einmal einen Referenzwert geschafft habt. Ihr habt den ersten probiert, euer Kopf hat euch gesagt, okay, Säure ist ungefähr hier, süß ist hier und so weiter. Das habt ihr nicht mitgekriegt. Auf einmal habt ihr den zweiten und der zweite orientiert sich jetzt an dem ersten. Das heißt, ist der zweite Apfel saurer oder weniger sauer? Schmeckt das so ein bisschen mehlig, so ein bisschen trocken im Vergleich zu dem anderen? Das sind viele Dinge, die fallen dann auf einmal auf, wenn ich 2 vermeintlich gleiche Produkte im direkten Vergleich probiere. Was Profis machen, ist ganz simpel. Datenbank aufbauen. Datenbank. Referenzwerte von unterschiedlichen Äpfeln. Und damit es funktioniert, muss ich wissen, was ist denn für einer? Wenn ich nicht weiß, was es ist, dann kann ich mir keine Verknüpfung aufbauen. Deshalb unglaublich wichtig, Referenzwert und Notizen. Das sind 2 mega wichtige Sachen, damit ich konsistent meinen Geschmack erweitern kann, dass ich weiterkomme. Dadurch, dass ich mich mit anderen Menschen darüber ausgetauscht habe, habe ich gemerkt, wie sich mein eigener Horizont, was dieses ganze Geschmacksfeld angeht, dauerhaft erweitert. Auf einmal hast du einen Kaffee probiert und hast gesagt, irgendwas ist da, irgendwas Fruchtiges. Ich kann es nicht sagen, was es ist. Irgendwie schmeckt es halt sauer. Und auf einmal war jemand neben mir, der gesagt hat, oh ja, das schmecke ich auch. Das erinnert mich irgendwie, wenn ich in einen Apfel reinbeiße. Klar, genau das ist dieser Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, was geht ab? Ihr müsst den Geschmack trainieren. Probieren. Und ich verspreche euch, wenn ihr regelmäßig hier einschaltet und auch mitmacht daheim, es wird so krass sein, ihr werdet so feiern. Wenn ihr merkt, wie euer Geschmack sich nach und nach entwickelt und ihr immer präzisere Angaben machen könnt und es kommunizieren könnt, das Gefühl ist so geil. Und genau dafür ist dieser Channel da. Es geht darum, dass wir uns austauschen können. Ich hier vor der Kamera, ihr daheim. Holt euch die Kaffees, wenn ihr Bock drauf habt. Schaut sich einfach nur an. Wenn ihr nächstes Mal bei einem Cupping seid, werdet ihr merken, wie viel das hilft, wenn man darüber spricht und darüber schreibt. Deshalb ist das Allerwichtigste, was ich von euch brauche, macht mit. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr schmeckt, wenn ihr ihn schon ausprobiert habt, den Kaffee, den ich hier auf dem Tisch habe. Schreibt mir, wenn ihr irgendwas, was ich hier gelabert habe, total nicht verstehen könnt. Ihr euch denkt, hat der schlechten Shit geraucht? Schreibt mir, wenn ihr was genauso seht. Ich will mit euch unseren Geschmack trainieren. Da habe ich Bock drauf, da habe ich richtig Bock drauf. Kommen wir zum Equipment. Was braucht ihr für ein Cupping? 3 gleich große Gefäße. Ihr könnt irgendwelche Tassen nehmen, die ihr daheim habt. Ich benutze hier diese schönen kleinen Weggläser. Sie haben einen Deckel. Mit Deckel sind sie stapelbar, haben eine Füllmenge von 200 Milliliter. Preiswert, ihr kriegt richtig viel. Deshalb schaut mal unten in die Beschreibung, dort habe ich euch alles verlinkt.
Schritt 2. Ihr braucht einen Timer. Einfacher Küchentimer. Ihr könnt das Handy natürlich auch nehmen. Ich habe die Dinger nur gekauft, weil ich es eigentlich ganz cool finde, die mir hinzulegen, Wasser drauf siffen zu lassen. Robustes Teil, kostet nicht viel. Drittens, ihr braucht Löffel. Cupping-Löffel, gibt es in verschiedenen Formen, Ausführungen, Größen. Es reichen auch ganz einfache Suppenlöffel, welche Löffel ihr daheim habt, zum Probieren und um die Kruste später wegzuschaufeln. Cupping-Löffel haben den Vorteil, dass sie eine tiefere Schale haben und man somit eine schöne Menge an Kaffee rausholt für das Probieren. Auch dazu Link in der Beschreibung. Viertens, ihr braucht eine Waage. Kann eine ganz einfache Waage mit einer Nachkommastelle sein. Warum eine Waage? Wer seinen Kaffee liebt, der wiegt. Wenn wir unser Tasting haben, wollen wir die gleiche Menge Kaffee in alle 3 Tassen verteilen. Fünftens, wir brauchen einen Wasserkocher. Ihr könnt den stinknormalen aus der Küche nehmen, ihr könnt einen mit Gooseneck nehmen, kocht ihn hoch, dann ist er knapp bei 100 Grad und dann lasst ihn noch kurz stehen, bis er aufhört zu blubbern. Und dann könnt ihr eine Minute später das heiße Wasser aufgießen. Dann seid ihr ungefähr bei 93, 94 Grad. Wenn ihr es genau haben wollt, nehmt ein Thermometer oder ihr holt euch einen Wasserkocher, der die Temperatur aufs Grad genau einstellen kann, so wie es die Profis machen. Ihr braucht Cupping-Notizen, könnt ihr euch entweder handschriftlich auf Papier machen oder ihr könnt euch das Formular, so wie ich, runterladen von James Hoffmann. Ich packe es euch in die Beschreibung. Dann haben wir eigentlich schon fast alles. Mahlwerk, extrem wichtig, mahlt den Kaffee frisch, das heißt entweder ihr habt eine Handmühle zu Hause oder eine elektrische Mühle. Mahlt den Kaffee möglichst früh vor dem Brüh. Fast hätten wir das Wasser vergessen. Kaffee besteht zu ca. 98% aus Wasser und der Rest ist tatsächlich das Gelöste aus dem Kaffee. Von dem her, Wasser extrem wichtig, weil das Wasser komplett Aromen kaschieren kann, aber auch hervorheben kann. Ich empfehle euch, dass ihr euch entweder von Black Forest Wasser holt. Die sind so in der Kaffeebranche eigentlich ganz oft als ganz akzeptable Brühwasser bekannt. Vor allem habt ihr dann so eine konstante Qualität. Oder ihr holt euch einen netten Kollegen, der euch Wasser mischt. Riecht ein bisschen nach Plastik, aber es ist destilliert, das heißt entmineralisiert. Lange Zeit war destilliertes Wasser als nicht gesund, gefährlich verschrien. Ihr könnt euch nicht von destilliertem Wasser dauerhaft ernähren, weil der Körper Mineralien braucht. Für Kaffeetastings etc. Scheißegal. Das war's für heute. Wir haben alles gelernt. Ihr wisst alles, was ihr wissen müsst, damit ihr bei diesen Cuppings mitmachen könnt. Ich freue mich riesig auf nächsten Donnerstag. Wenn ihr irgendwelche Kaffees habt, die ihr schon immer mal probieren wolltet und sagt, hey Tobi, check die doch mal ab, schreibt sie mir in die Kommentare. Ich schreibe mir das Zeug raus und werde es bei Gelegenheit probieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn es heißt, lasst uns Kaffee machen. Bis dann!